Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. So, this is actually going to be the very last of this series. Das ist der letzte Teil dieser Serie. And I'm just going to wrap things up to help you. Ich werde Sachen nochmal zusammenfassen, um dir zu helfen. And I'm going to just throw in some other stuff that I personally do that help. Und ich werde ein paar weitere Dinge einfließen lassen, die mir persönlich geholfen haben. You know, I've done the homework to dig through the New Testament and find out God facts. Ich habe die Hausaufgaben gemacht und mich durch das Neue Testament gegraben, um Gottfakten herauszusuchen. If you don't know what is a God fact, you might study some YouTube videos that are out there or read my book. I think it's Life Without Limits. I don't know, or the New Covenant maybe. Wenn du nicht weißt, was Gottfakten sind, dann findest du die Antwort in einigen meiner YouTube-Videos oder auch in meinen Büchern Leben aus der Fülle des neuen Bundes oder Leben ohne Begrenzungen. Why is this so important in our personal devotional time with God? Warum ist das so wichtig in unserer persönlichen stillen Zeit mit Gott? Think about how much time, most likely, you have spent in your prayer time asking God for things. Denk darüber nach, wie viel Zeit du sehr wahrscheinlich in deiner Gebetszeit damit verbracht hast, Gott um Sachen zu bitten. Pedindo por coisas. This messes up your quiet time. Das ruiniert deine stille Zeit. You spend endless hours begging God for things, which most of the time you never get anyhow, and then you keep playing that same religious game. Du verbringst endlos Zeit damit, Gott um Sachen zu bitten, die du oft dann nicht bekommst, was dazu führt, dass du das gleiche religiöse Spiel von vorne beginnst. You know, when let me confess my sin here. Lass mich meine Sünde hier bekennen. When I was a teenager, I had a prayer list with 21 things that I asked God every time. Oh my God. Als Teenager hatte ich eine Gebetsliste mit 21 Dingen, um die ich Gott jedes Mal bat. God bless this guy, God do this, God do that, God do the other. I mean, those things never happen. Gott segne den, Gott macht dies oder das oder jenes und nichts davon passierte. Yeah, I hope you don't have this kind of prayer list. If you do, throw it out quickly. Ich hoffe, du hast nicht so eine Gebetsliste und falls doch, dann wirf sie schnell weg. Yeah, I should write a book, you know, called The Life of a Modern-Day Pharisee. It would be my autobiography. That would be nice. Ich sollte ein Buch schreiben mit dem Titel Das Leben eines modernen Pharisäers, quasi als Autobiografie. I was religious. Ich war so religiös. You know, so anyhow, I had this prayer list. Ich hatte also diese Gebetsliste. So what do I do today? Was mache ich heute? I spend time always thanking Him for the God facts. Ich verbringe immer Zeit damit, ihm für die Gottfakten zu danken. Father, I thank you so much that I've been blessed with every single spiritual blessing in the heavenly place. Vater, ich danke dir so sehr, dass ich mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet bin. Since I've been seated in the heavenly places, Da ich an den himmlischen Orten versetzt wurde, I'm sitting where all of these blessings already are mine. sitze ich dort, wo all diese Segnungen bereits mir gehören. Thank you today they will manifest in. Danke, dass sie sich heute in meinem Leben manifestieren werden. Father, I thank you so much Vater, ich danke dir so sehr, that the law of the Spirit of life in Christ Jesus dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus has set me free from the law of sin and death. mich freigesetzt hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Father, thank you that today I don't have to be conquered by sin, but I have conquered sin. Danke, Vater, dass ich heute nicht von Sünde beherrscht werden muss, sondern dass ich die Sünde überwunden habe. So I spend time every day in my quiet time, literally every single day, just thanking Him for the God facts. Buchstäblich jeden Tag danke ich Gott in meiner stillen Zeit für die Gottfakten. Look at this. Schau mal. I think it's a very sad thing when we treat God like Santa Claus. Ich finde es sehr schade, wenn wir Gott wie den Weihnachtsmann behandeln, No, we spend time with God asking Him to give us a million things. indem wir Zeit mit ihm verbringen, um ihn zu bitten, uns zig Sachen zu geben. He's not your Santa Claus. Er ist nicht dein Weihnachtsmann, He is your passionate lover who's paid the price for you to live an abundant life. er ist dein leidenschaftlicher Liebhaber, der den Preis dafür bezahlt hat, dass du ein Leben im Überfluss führen kannst.
So now you're not trying to approach him to get things from him, but you're thanking him for what he's already done and given. Jetzt wendest du dich nicht an ihn, um etwas von ihm zu bekommen, sondern du dankst ihm für das, was er bereits getan und gegeben hat. For me, that's become a daily habit. Für mich ist das zu einer täglichen Gewohnheit geworden. You know, once you really understand this, your heart is so full with thankfulness. Sobald du das wirklich verstanden hast, ist dein Herz voller Dankbarkeit. You know, very honestly, I wouldn't even know what to ask God. Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, warum ich Gott bitten soll. I really, if I spent 3 hours with Jesus in my chair, I wouldn't even know one thing to ask him. Wenn ich mit Jesus 3 Stunden Zeit in meinem Sessel verbringe, dann fällt mir nicht eine Sache ein, um die ich ihn bitten sollte. Ask him what? Wofür bitten? Provision doesn't make sense. Versorgung, das macht keinen Sinn. Not even for Brazilian kids care. Nicht einmal für Brasilien Kids Care. It makes no sense. Health makes no sense. Gesundheit, das macht keinen Sinn. To have success in all my ministry, everything we do makes no sense. Erfolg in meinem Dienst zu haben, das macht keinen Sinn. If he's given me everything for life and godliness, then like ask for what? Wenn er mir alles zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht gegeben hat, warum soll ich ihn dann bitten? Oh, my son is a drug addict. I'm going to ask God to deliver my son from drug. Oh, mein Sohn ist drogenabhängig. Ich werde Gott bitten, ihn davon zu befreien. How does that make sense? Wie macht das Sinn? If his son chooses to be in drugs, his son needs to stop doing drugs. Wenn dein Sohn Drogen nimmt, dann muss er damit aufhören. So instead of talking to God about your son, talk to your son about God. Also statt mit Gott über deinen Sohn zu reden, rede mit deinem Sohn über Gott. Because your son has the problem. God doesn't have the problem to fix. Denn dein Sohn hat das Problem. Es ist nicht Gottes Problem, das er lösen muss. You see what I'm trying to say? Verstehst du, was ich sagen will? So if you get hold of the God facts, you literally won't even know what am I going to ask. Wenn du also die Gottfakten ergreifst, wofür willst du dann noch bitten? And it's going to make a very, very wonderful relationship with God. Das wird dann eine wirklich wundervolle Beziehung mit Gott werden. Listen to me. If you have a child, a partner, somebody who is in a mess, Wenn du jemanden hast, wie Kind, Partner, der Probleme hat, rather than asking God to fix something, ask him for a promise. dann bitte Gott um eine Verheißung, statt ihn zu bitten, das Problem zu lösen. And then declare that promise over this person. Dann deklariere diese Verheißung über der Person. And then ask Jesus if there's anything that he wants you to do for that. Und dann frage Jesus, ob es irgendetwas gibt, was du für diese Person tun sollst. Never ask God to change people. Bitte Gott niemals darum, Menschen zu verändern. Ask God how you can change so that you can be a blessing in the lives of these people. Frag Gott, wie du dich verändern kannst, sodass du zu einem Segen im Leben dieser Menschen wirst. Then another thing I do almost every day in my time with God, Etwas anderes, was ich fast täglich in meiner Zeit mit Gott mache, ist, to align my heart with him. mein Herz mit ihm in Einklang zu bringen. I say, Lord, I'm not here to bring you into my little life. I'm here to put my little life into your big life. Ich sage zu Gott, Herr, ich bin nicht hier, um dich in mein kleines Leben zu bringen, sondern ich bin hier, um mein kleines Leben in dein großes Leben zu legen. You know, for me, prayer has all to do with alignment. My heart with his heart. Gebet hat für mich immer mit Ausrichtung und Einklang zu tun. Mein Herz mit seinem Herzen. It means the exchange of intentions. You see, it's all about aligning my heart. Die ursprüngliche Bedeutung von Gebet ist Austausch von Absichten, Intentionen. Es geht also immer darum, mein Herz mit ihm in Einklang zu bringen. You know, many times I sit in the morning in my chair and said, Jesus, is there anything you want me to do today? Oft sitze ich in meinem Sessel und frage, Jesus, gibt es etwas, das ich heute tun soll? I sit quietly. Dann bin ich ruhig. You know what he said to me today? Weißt du, was er heute gesagt hat? Take 1,000 reais and give it to that person. Nimm 1000 Reais und gib sie dieser Person. I thought, okay. Ich dachte, okay. So when I gave that person, which was a woman, 1,000 reais, Als ich der Person, es war eine Frau, die 1000 Reais gab, sagte sie, the woman said, what? was? I said nothing and walked away. Ich sagte nichts und ging einfach weg. You know, so if we align my heart with God in my time with him, life flows. Wenn ich in meiner Zeit mit ihm mein Herz mit seinem in Einklang bringe, dann fließt Leben. And then of course, keep continuing to stirring your own hunger and thirst for God. Und natürlich hör nicht auf, deinen Hunger und Durst nach Gott aufrecht zu erhalten. If you don't have honest, true desire for God,
you actually are sinning. Wenn du kein echtes, wahrhaftiges Verlangen nach Gott hast, dann sündigst du in der Tat. Why are you sinning? Warum sündigst du dann? Because you don't live in love. Denn du lebst nicht in Liebe. And if you don't live in love, you don't live according to our purpose that we've been created. Und wenn du nicht in Liebe lebst, dann lebst du nicht gemäß der Bestimmung, für die wir erschaffen wurden. You're probably more concerned about your own little problems than about the Creator who actually put you into this world. Dann bist du vermutlich mehr mit deinen eigenen kleinen Problemen beschäftigt, statt mit dem Schöpfer, der dich in diese Welt gesetzt hat. So don't live in guilt or self-pity. Just confess. Say, Jesus, I'm so sorry. Lebe jetzt nicht in Schuldgefühlen oder Selbstmitleid, sondern sage einfach, Jesus, es tut mir so leid. Tell him that you really want to have this hunger and this thirst. Sag ihm, dass du wirklich diesen Hunger und Durst haben möchtest. You know, I found that desire, real desire and honor are two of the biggest keys with having powerful encounters with God. Ich habe herausgefunden, dass echtes Verlangen und Ehre zwei der wichtigsten Schlüssel sind, um starke Begegnungen mit Gott zu haben. I'm going to tell you something very, very blunt, very direct. Ich werde dir ehrlich und direkt etwas sagen. You will have as much intimacy with God as you desire. Du wirst so viel Intimität mit Gott haben, wie du das ersehnst. Has nothing to do with Him. Das hat nichts mit ihm zu tun. Done everything. Er hat bereits alles getan. So if you don't have that desire, you've got to fix it in your heart. Wenn du kein Verlangen hast, dann musst du das in deinem Herzen in Ordnung bringen. You're not hungry and thirsty. Maybe the reason is Vielleicht ist der Grund, dass du nicht hungrig und durstig bist, because all day long you're eating from sources that is garbage. dass du den ganzen Tag von anderen Quellen isst, die Müll sind. You know, if I eat chips and candy all day long, I'm not going to be hungry for good, healthy food. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag lang Chips und Süßigkeiten esse, werde ich nicht viel Appetit auf gutes, gesundes Essen haben. So what do I have to do? Was muss ich tun? Get rid of the junk food. Das ungesunde Essen sein lassen. And you know what? I use the social medias and I think it's a wonderful tool that God has given us. Ich nutze die sozialen Medien, denn ich denke, dass es ein gutes Werkzeug ist, was Gott uns gegeben hat. But if you think how much garbage is out there that Christians feed themselves with, Aber denk mal, wie viel Müll es in den sozialen Medien gibt, mit dem Christen sich füttern. and then we wonder when it comes to a time with Jesus, there is zero hunger. Und dann wundern wir uns, warum wir null Hunger haben, wenn es darum geht, Zeit mit Jesus zu verbringen. If you're more hungry for your soccer team than you are for God and His Word and His presence, well, you will have what you're hungry for. Wenn du größeren Hunger nach deiner Fußballmannschaft hast als nach Gott, seinem Wort und seiner Gegenwart, dann wirst du das bekommen, wonach du hungrig bist. Is there something wrong with soccer? Ist Fußball falsch? No. Nein. Is there something wrong with supporting a team? Ist etwas falsch daran, eine Mannschaft zu unterstützen? No. Nein. But there's something wrong if your desire for anything is greater than your desire for God. Aber etwas ist falsch, wenn dein Verlangen nach irgendetwas größer ist als dein Verlangen nach Gott. The Bible calls this idolatry. Die Bibel nennt das Götzendienst. And you can't say, God, give me more desire for you if you're not willing to get rid of the other desires. Und du kannst nicht sagen, Gott, gib mir mehr Verlangen nach dir, wenn du nicht bereit bist, die anderen Begierden abzulegen. So fix that. Also bring das in Ordnung. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? In this pursuit of hunger and thirst for God and just his intimacy with Him. In dem Streben nach Hunger und Durst für Gott und dieser Intimität mit ihm, The things that you thought you could never live without you, literally, they will lose its value. verlieren die Dinge, von denen du dachtest, dass du niemals ohne sie leben könntest, buchstäblich ihren Wert. They will be like, oh, whatever. Sie werden unbedeutend. You know, if I have it, if I don't have it, what's the difference? Ob du sie hast oder nicht, ist dir dann egal. You know, I read a statement today by John Wesley. Ich habe heute ein Zitat von John Wesley gelesen, You know, the great revivalist. der große Erweckungsprediger. Do you know what he said about money? Weißt du, was er über Geld sagte? He said, when I have money, I get rid of it as quick as possible Wenn ich Geld bekomme, dann werde ich es so schnell wie möglich wieder los, so that it will not conquer my heart. damit es mein Herz nicht erobern kann. I think there's something in there that I'm going to go dig deeper. Ich denke, da ist etwas dran und ich will da noch tiefer graben. See, money is a wonderful thing if you use it right. Geld ist etwas Wunderbares, wenn man es richtig einsetzt. It's a terrible thing if it conquers your heart Aber etwas Furchtbares, wenn es dein Herz erobert. because it takes you hunger for the things of God. Denn es raubt einen Hunger für die Dinge Gottes. So does everything else that you feed yourself. Das Gleiche trifft auf alles andere zu, mit dem du dich fütterst. You choose what you're hungry for. Du entscheidest, wonach du hungrig bist. Guys, thank you
you for watching all of this stuff that we taught together. Leute, danke, dass ihr das alles angeschaut habt, was wir zusammen gelehrt haben. I have to give a big congratulations to Hai, Ich muss Hai ein großes Lob aussprechen. our video maker. Unsere Videomakerin. She is such a gift of God to our ministry. Sie ist so ein Geschenk Gottes für unseren Dienst. I'm so thankful for her. Ich bin so dankbar für sie. Without her, this would not be so good. Ohne sie wäre das hier nicht so gut. Enjoy it, spread it, give it away everywhere. Genieße es, erzähle anderen davon und gib es weiter, wo du nur kannst. It's for free. Es ist kostenlos, We want people to be transformed. denn wir wollen, dass Menschen verändert werden. I have a dream. Ich habe einen Traum. Honestly, I have a dream. Ich habe wirklich einen Traum. If 1 million Christians in the world can watch this Wenn 1 Million Christen auf der Welt das anschauen können and put this into practice und es in die Tat umsetzen and walk from now on in intimacy with God, und von nun an in Intimität mit Gott leben, we're going to bring in a great harvest dann werden wir eine große Ernte einbringen and Jesus will be glorified. und Jesus bekommt die Ehre dafür. Thank you for giving Matheus and me the honor to teach you. Danke, dass du Matheus und mir die Ehre erwiesen hast, dich lehren zu dürfen. Keep following him on Instagram. Folgt ihm weiter auf Instagram. Ela vai colocar. Hai will edit his Instagram and my Instagram in. Ihr seht unser Instagram hier im Video eingeblendet und dann könnt ihr uns folgen. And then you can follow it. Und dann könnt ihr uns folgen. Thank you for trusting us. Danke, dass ihr uns vertraut. See you guys. Bis bald.